Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen die Ladestation. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. Die Elektromobilität gewinnt weltweit zunehmend an Bedeutung. Vor allem die Kombination aus Photovoltaikanlage und speziellen Ladestationen, die das Elektrofahrzeug bevorzugt mit Solarstrom laden können, stehen dabei im Fokus. Betrachten wir aber zunächst die Ladestation im Allgemeinen. Es gibt verschiedene Arten, wie man das Elektrofahrzeug laden kann. Es wird zwischen Laden mit Wechselstrom, AC-Laden und Gleichstrom, DC-Laden unterschieden. Beim Laden mit Wechselstrom wird das Fahrzeug in der Regel mit bis zu 22 kW geladen. Dies wird in der Regel mit AC-Ladestationen durchgeführt. Diese werden auch oft als Wallboxen bezeichnet. Und auch hier wird erneut unterschieden, und zwar zwischen einphasigem Laden und dreiphasigem Laden. In Deutschland ist einphasiges Laden in der Regel bis 4,6 Kilowatt zulässig. Danach wird dreiphasig geladen. Man erkennt AC-Ladestationen oft an ihrer kompakten Größe, aber vor allem auch an den europaweit standardisierten Steckern des Ladekabels. Dieser ist ein sogenannter Typ 2 Stecker. Beim Laden mit Gleichstrom werden Fahrzeuge deutlich schneller geladen. Sogenannte DC-Ladestationen starten typischerweise bei 50 Kilowatt und reichen rechnerisch bis 400 Kilowatt Ladeleistung. Sie sind erkennbar an den deutlich größeren Ladestationen mit fest angeschlossenen, dicken Ladekabeln und dem speziellen sogenannten Combo 2 oder CCS-Steckern. Wichtig zu beachten ist, dass aber letztendlich nicht die Ladestation, sondern das Fahrzeug bzw. der im Fahrzeug verbaute Onboard-Lader über die aktuelle Ladeleistung entscheidet. Dies ist fahrzeugspezifisch. Ist im Fahrzeug beispielsweise ein 11 Kilowatt Onboard-Lader verbaut, so wird man es auch an einer 22 Kilowatt Ladestation nicht mit mehr als 11 Kilowatt laden können. Im Heimbereich gibt es den klaren Trend zur Kombination der Ladestation mit der Photovoltaikanlage. Bei der sogenannten Sektorenkopplung wird die Ladestation kommunikativ in das lokale Energiemanagementsystem integriert. Im Fall der SMA Home Energy Solution sorgt der Sunny Home Manager 2.0 dafür, dass möglichst viel selbstproduzierter Solarstrom zum Laden des Elektrofahrzeugs verwendet wird. Das Fahrzeug kann dabei entweder ausschließlich mit Solarstrom, laden mit PV-Überschuss, möglichst schnell laden oder maximal flexibel durch Eingabe eines Ladeziels in der SMA Energy App Laden mit Zielvorgabe geladen werden. Um möglichst viel Solarstrom vom Dach in die Fahrzeugbatterie zu laden, ist die sogenannte automatische Phasenumschaltung essentiell. Dies ermöglicht es, das Elektrofahrzeug zunächst einphasig und anschließend dreiphasig zu laden, bevor wieder auf einphasiges Laden umgeschaltet wird. Auf diese Weise können schon geringe solare Überschussleistungen in den frühen Morgen- oder Abendstunden durch die einphasige Ladung in elektrische Reichweite auf der Straße umgewandelt werden. Sobald mehr Sonnenenergie verfügbar ist, schaltet die Wallbox automatisch auf dreiphasiges Laden um. Dadurch kann mehr Solarstrom genutzt werden, als es bei nur einphasigem Laden der Fall wäre. In Kombination mit dem Sunny Home Manager 2.0 lässt sich das Laden des Elektrofahrzeuges sogar intelligent und automatisiert anhand von selbst ausgewählten Priorisierungen einrichten. Der Nutzer kann dazu auch einfach eine bestimmte Uhrzeit einstellen, bis wann das Fahrzeug spätestens geladen werden muss. Anhand von Wetterprognosen und auch in Abwägung zum restlichen elektrischen Verbrauch im Haushalt wird so ein optimales Ladeverfahren geplant. Das Fahrzeug wird vollgeladen und jede selbstproduzierte Kilowattstunde wird bestens eingeplant. Ladestationen entwickeln sich immer weiter und es werden neue Anforderungen an diese gestellt. Aktuell gibt es eine Entwicklung hin zu bidirektionalem Laden. Diese Technologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen nicht nur Energie aus dem Netz zu beziehen, sondern auch Energie zurück ins Netz oder in ein Haus einzuspeisen. Dieses sogenannte Vehicle-to-Grid oder Vehicle-to-Home-Konzept eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten für die Integration erneuerbarer Energien und die Stabilisierung des Stromnetzes. Beim bidirektionalen Laden fungieren Elektrofahrzeuge als mobile Energiespeicher. Dies bedeutet, dass überschüssiger Strom aus erneuerbaren Quellen wie Solar- oder Windkraft zwischengespeichert und bei Bedarf wieder abgegeben werden kann. Dies trägt zur Netzstabilität bei und kann Leistungsspitzen im Stromverbrauch reduzieren. Darüber hinaus können Nutzer von Elektrofahrzeugen durch die Rückeinspeisung von Strom ins Netz zur Netzstabilisierung potenziell von finanziellen Anreizen profitieren. Die Entwicklung des bidirektionalen Ladens erfordert umfangreiche technologische Anpassungen auf Seite der Ladestation sowie des Elektrofahrzeugs
und klar definierte rechtliche Rahmenbedingungen. Die Kommunikationsprotokolle zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur müssen standardisiert werden, um eine reibungslose Interaktion zu gewährleisten. Zudem sind Investitionen in die Netzstruktur notwendig, um den bidirektionalen Energiefluss sicher und effizient zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur Ladestation angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.